meine Lieben und willkommen zum heutigen Video. Das Video heute ist für mich auch so eine Art kleine Premiere. Es ist nämlich das erste Mal, dass mir eine Marke Kleider zugeschickt hat und mich darum gebeten hat, ein Review zu filmen. Ich muss gleich mal dazu sagen, denkt nicht, dass ich jetzt nur positiv über diese Dinge urteilen werde. Ich urteile neutral, weil meine Meinung ist nicht käuflich im Endeffekt, das ist ja klar. Ich habe diese Sachen bekommen mit der Bitte, sie anzuprobieren und meine Meinung dazu zu äußern in einem Video. Und genau das mache ich auch und die Meinung kann gut sein, sie kann neutral sein, sie kann schlecht sein. Das werdet ihr gleich noch sehen. Es handelt sich hier um Klamotten von der Marke Grace Karen, beziehungsweise haben die noch so eine Art Untermarke, die Belpoke heißt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, bin mir nicht sicher. Und ich dürfte mir 3 verschiedene Sachen aussuchen aus dem Sortiment von Grace Karen und von Belpoke. Und die habe ich dann zugeschickt bekommen. Ich habe die jetzt vorhin anprobiert, habe da so ein bisschen vor der Kamera rumgetanzt damit und mir das einfach mal angeschaut und meinen ersten Eindruck halt so, das so auf mich wirken lassen. Und werde euch dann jetzt meine Meinung zu diesen Sachen einmal mitteilen. Welche Sachen habe ich bekommen? Ganz kurz, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Ich habe das Kleid, das ich jetzt gerade anhabe, mir schicken lassen. Das ist so ein bisschen Tropical Hawaii Feeling, Sommer Feeling Kleid. Ich hatte überlegt, ob ich es in Rot nehme oder in Weiß. Mir hat dann das Weiße besser gefallen. Also es gibt es quasi in 2 verschiedenen Farbausführungen. Und ich habe eben noch kein solches Kleid, deswegen dachte ich mir, nutze ich die Chance und lasse mir das mal zuschicken. Außerdem habe ich mir ein schwarzes Kleid mit einem weitschwingenden Rock schicken lassen, weil ich einfach kein Kleid habe in komplett schwarz mit einem so weiten Rock, wo man auch gut mal einen Petticoat drunter anziehen kann, was einfach so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen was hat für abends zum Weggehen. Es ist eigentlich nur ein schlichtes schwarzes Kleid, aber ich glaube mit den richtigen Accessoires und mit einer Kette und Schmuck und Didadu und so und schönen Haaren kann das sehr gut ausschauen, mal so für abends zum Weggehen. So ein bisschen, ne? Und dann habe ich mir passend dazu natürlich noch einen Petticoat schicken lassen, weil ich habe zwar einen, aber der ist schon gefühlt 3000 Jahre alt und sieht schon so ein bisschen mitgenommen aus. Ich dachte mir, ich probiere mal den Petticoat aus, der auch hier neben mir liegt. Ja, und gucke, was der so kann. Ich habe mir super professionell hier eine kleine Liste gemacht mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Punkten, die ich jetzt quasi mit euch einmal abklappern werde. Zuallererst, wo bekommt man diese Sachen von Grace Karen und Belpoke? Ich werde euch einmal in die Infobox hier unter dem Video die Links zu den jeweiligen Websites reinsetzen und wem die Namen Grace Karen und Belpoke irgendwie bekannt vorkommen. Man wird relativ viel bombardiert, in Anführungszeichen, mit Werbung für diese Marken auf Facebook zum Beispiel oder eben auch auf Amazon. Also wenn man eingibt irgendwie Retro, Rockabilly-Kleid oder irgendwas, bekommt man oft auf Amazon auch die Grace Karen Sachen ausgespuckt. Was für mich eigentlich immer sowas ist, warum ich sie selber bestellen würde, denn ich bin noch gebrandmarkt von damals, als ich angefangen habe mit diesem ganzen Styling und sowas und mit den Klamotten. Und habe da auch Sachen online bestellt über Amazon und eBay und es war jedes Mal eine kleine Katastrophe. Das waren aber auch nicht Grace Karen, das weiß ich ganz sicher, weil ich habe extra meine uralten Ordner noch rausgesucht mit meinen Rechnungen und habe da nachgeschaut. Weil man bekommt ja auch immer so einen Ausdruck und war nicht Grace Karen, diese Unfälle, die ich damals mir habe schicken lassen. Und gleichzeitig ist es aber auch doch so, gut, ich bin jetzt schon eine Zeit lang in der Szene unterwegs quasi und habe so meine Marken, die ich halt bestelle und weiß, wo kann ich was beziehen und so. Aber gerade wenn man neu anfängt, will man auch oft nicht einfach so viel Geld ausgeben, weil man ist noch neu, man weiß noch nicht ganz, gefällt mir das am Ende wirklich oder in welche Richtung bewege ich mich eigentlich. Es gibt ja so viele Unterkategorien des ganzen Vintage-Stylings oder Vintage-Kleidungsstils, Repro, Retro, Rockabilly etc. pp. Und ich finde, gerade dafür sind einfach solche günstigen Marken, billig will ich es jetzt nicht nennen, es geht noch billiger, aber dann ist halt auch die Qualität wirklich
für ein Bobbes quasi. Da sind solche günstige Marken natürlich total toll und praktisch, aber es gibt ja wirklich relativ wenige Reviews über solche Marken, meistens wie jetzt ich zum Beispiel beim letzten Video, wo ich euch meine Top-Vintage-Bestellung gezeigt habe. Ich verlinke es gerne mal hier oben. Das waren alles Kleider, die wirklich relativ teuer sind, weil der Schnitt authentisch ist, weil die Marke einfach nicht günstig ist und so weiter und so fort. Das ist nicht was für jeden. Das will sich auch nicht jeder leisten und dafür habe ich auch Verständnis. Deswegen bin ich ganz froh, euch eben diese günstigen Sachen hier von Grace Karen präsentieren zu können. Jetzt aber als allererstes mal zum Preis. Also, ich habe das Ganze einmal umgerechnet, denn die Preise sind auf der Seite angegeben in Dollar. Und ich habe das mal eben ungefähr auf Euro umgerechnet. Der Petticoat hätte gekostet 20,84 €. Das Blumenkleid, das ich jetzt gerade anhabe, hätte gekostet 31,54 €. Und das schwarze, weitschwingende Kleid 32,89 €. Finde ich für Kleider, deren Qualität gut ist, also die nicht totaler Müll sind und wo der Stoff sich schon mehr anfühlt wie Plastik als wie Stoff, völlig in Ordnung. Kann man wirklich absolut nicht dran meckern. Etwas, das mich gestört hat, und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, nämlich zum Packaging, zur Verpackung, es waren gefühlt 30.000 Tonnen Plastik. Es war eine schwarze Plastiktüte mit darin nochmal einer schwarzen Plastiktüte und dann kamen die einzelnen Plastiktüten mit den einzelnen Sachen drin. Die sahen aber süß aus. Ich zeige euch die gerne mal kurz. Und zwar sahen die so aus, es sieht schon irgendwie qualitativ so ein bisschen hochwertig aus, mit dem Schriftzug hier auch drauf. Also es ist auch so ein komisches, weiches Plastik. Ich habe keine Ahnung, wie sich dieses Material genau schimpft. Aber es sieht ganz, ganz schön aus. Auch hier nochmal mit der Online-Website-Adresse drauf. Es war auch so ein Zettelchen mit drin, wo dann auch nochmal Sachen drauf gestanden sind. Zur Rücksendung und so weiter und so fort. Und wie man was machen soll. Bla 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 bla. Also die fand ich ganz süß und auch in Ordnung, aber ich hätte mir gewünscht für außenrum nicht 3000 Schichten Plastik zu haben. Der Petticoat war dann auch nochmal in extra Vakuumplastiktüte in der Plastiktüte, die in 2 Plastiktüten war eingepackt. Für mich zu viel Plastik, wesentlich zu viel Plastik für mich. Der erste Eindruck, den ich dann aber hatte, als ich die Klamotten ausgepackt habe und mal den Stoff in der Hand hatte, war wirklich gut. Also ich war echt überrascht. Ich war sehr positiv eigentlich sogar überrascht. Als allererstes hatte ich ausgepackt den Petticoat. Gut, da dachte ich mir schon so, okay, das ist schon so ein harter Stoff irgendwie. Also ich habe schon weichere und plüschigere Petticoats in der Hand gehabt. Mir ist auch aufgefallen, dass unten am Saum, das seht ihr jetzt nicht, auch glaube ich, auch wenn ich es in die Kamera halte, also er knistert auch sehr, dass hier eben lauter so kleine Fransen weghängen, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und ab und an schließt es auch nicht so hundertprozentig ab, dieser dickere Saum mit dem Stoff dahinter. Aber gut, in der Regel sollte man den Petticoat ja sowieso nicht sehen am Kleid. Also eigentlich sollte das Kleid ja eh drüber hängen, also könnte man das noch verzeihen für den Preis, aber das war das einzige Negative, was mir aufgefallen ist beim Gesamteindruck. Das Kleid, das ich jetzt gerade anhabe, da fand ich den Stoff ganz toll. Das ist ein ganz glatter Stoff, sehr dünn, kommt einem qualitativ sehr hochwertig vor. Auch hier ist auch kein Problem irgendwie mit irgendwelchen Nähten oder irgendwas. Also alles wunderbar. Die Knöpfe sind alle wirklich fest, also es hat keinen Knopf irgendwo rumgebaumelt. Da war auch alles gut. Bei dem schwarzen Kleid war ich überrascht, wie stretchig es am Ende doch ist. Es stand zwar mit dabei, dass es einen hohen Stretch-Anteil hat und so weiter und so fort. Mit Stoffen bin ich aber ja immer so ein bisschen verloren. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Andere sind so, oh, der hat so und so viel Prozent davon, so und so viel Prozent davon. Dann ist der Stoff am Ende so und so. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe keine Ahnung. Aber ich war überrascht, wie viel Stretch es dann doch am Ende ist. Kann gut und kann nicht so gut sein. Es kommt ganz darauf an. Ich fand es in dem Fall jetzt okay. Aber der Stoff greift sich auch sehr schön. Also es ist ein dicker, schwerer Stoff, aber schön glatt. Also es fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an
hochwertiger, als ich es am Ende wirklich erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich die Sachen dann anhatte, ist mir aufgefallen, dass der Petticoat aber wirklich vom Stoff her sehr gewöhnungsbedürftig ist, beziehungsweise recht kratzig. Also ich habe es ohne Strumpfhose oder irgendwas angezogen. Normalerweise habe ich ja irgendwie so ein Mieder oder irgendein Quetschi, irgend so ein Body oder irgendwas an Shapewear. In dem Fall hatte ich das nicht und es war schon kratzig, dieser Stoff. Wenn man jetzt eine Strumpfhose anhat oder irgendwas, damit der Stoff nicht genau auf der Haut aufliegt, dann ist alles okay. Aber das muss man wirklich dazu sagen, es gibt wesentlich angenehmere, weichere Stoffe, aus denen Petticoats gemacht sind. Die kosten dann vielleicht auch mehr Geld, vielleicht nicht super viel mehr, aber ein bisschen. In dem Fall muss ich sagen, würde ich dann eher zu den teureren tendieren, die aber angenehmer zu tragen sind und die nicht die ganze Zeit kratzen und jucken, wenn ich sie auf der Haut habe, weil das ist natürlich so ein bisschen unangenehm. Und was mir auch aufgefallen ist, aber das kann jetzt auch irgendwo mehr meine Schuld sein. Ich bin da noch nicht ganz schlüssig, wer daran jetzt mehr Schuld hat. Es sind die Größen. Ich habe ja, da gibt es diese Tabellen, also wenn man mal da auf diese Seiten guckt, man hat dann für die Größen immer ein Foto von der Größentabelle, wo steht XS, S, M, L, XL etc. pp. Und drunter die ganzen verschiedenen Maße, sowohl in Inch als auch in Zentimeter. Und ich meine, ich habe meine Maße aufgeschrieben bei mir in einem Büchlein, weil ich es vergesse es immer wieder. Und ich habe natürlich auch einfach Sachen, Klamotten, wo ich die Maße davon weiß, wo ich vergleichen kann und die mir perfekt passen. Und das habe ich getan, auch bei den Sachen hier. Und trotzdem sind sie mir zu groß. Also ich meine, besser zu groß als zu klein. Zu groß kann man kleiner, enger machen. Zu klein ist einfach zu klein. Da ist es dann halt so. Bei beiden Kleidern passt es obenrum an der Brust sehr gut. Aber dann so Taille, Hüfte ist es einfach zu viel. Im Endeffekt ist es jetzt nicht so schlimm, weil lieber lasse ich mir die Sachen dann anpassen, vor allem wenn sie so günstig sind, von einer Schneiderin, die mir das genauso hinschneidet, dass es mir passt, ja, als andersrum, also als zu klein oder irgendwo zu eng oder irgendwie so. Das heißt, am Ende hätte mir wahrscheinlich Größe L vollkommen gereicht. Also ich tendiere normalerweise zu M. Ab und an, wenn was klein ausfällt, ist es mal ein L. Ich bin ja auch sehr groß. Ich bin jetzt auch kein Hungerhaken. Deswegen normalerweise M, teilweise L. Und alleine von den Maßen her, aber auf dieser Tabelle war es immer so, L war immer so ein bisschen grenzwertig und hat eher so zu XL tendiert. Und ich habe schon öfter einfach, ja wie gesagt, Klamotten bestellt von so günstigeren Marken, die eben auch auf Amazon und so weiter verkaufen. Und da sind die Sachen meistens wirklich winzig, 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 winzig ausgefallen. Deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich so schwanke zwischen L und XL gerade, dann nehme ich lieber die größere Größe, bevor das Ganze dann viel zu klein ist, weil, wie gesagt, rein von meiner Erfahrung her die Sachen immer winzig kleiner ausfallen. Und in dem Fall hat sich es nicht wirklich bewahrheitet. In dem Fall hätte das L vollkommen ausgereicht, aber wie gesagt, die Sachen sind schön, deswegen werde ich die einfach so ein bisschen umnähen lassen. Und dann passen sie mir am Ende. Trotzdem finde ich das einfach so ein bisschen verwirrend, weil wie gesagt, ich habe einfach die gleichen Maße benutzt, wie sämtliche Sachen haben, die ich in meinem Kleiderschrank hängen habe und die mir sofort gepasst haben. Und trotzdem sind die Sachen jetzt irgendwie zu groß. Also es ist so ein bisschen, außer ich habe seitdem überraschend wahnsinnig viel abgenommen und die anderen Sachen sind beim Waschen eingegangen, aber ich glaube eher nicht. Das ist so ein bisschen verwirrend und finde ich so ein bisschen doof. Das Einzige, was gut passt von der Größe, ist der Petticoat. Den habe ich aber auch in L bestellt. Es hätte mir wahrscheinlich zu denken geben sollen, dass der in L okay war. Aber naja, habe ich halt nicht. Mein Endfazit zu den Sachen hier von Grace Karen und Belle Polk sind also an sich gut. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt selber dort was bestellen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier hätte ich mir, glaube ich, schon bestellt, weil mir gefällt es wirklich sehr gut und ich finde auch den Schnitt relativ authentisch. Mit dem schwarzen Kleid
ich kann mich immer schlecht überwinden, so Sachen zu bestellen, weil ich mir am Ende dann doch denke, aber da war ich dann doch vom Schnitt auch einfach sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie kompliziert es am Ende ist, die Sachen zurückzuschicken, wenn man jetzt dort bestellt und es wirklich nicht passt und man es nicht umnähen lassen will oder die Sachen vielleicht einfach zu klein sind oder so, ob man es gar nicht irgendwie reparieren lassen könnte. Ich kann nicht sagen, wie kompliziert das dann wäre, aber da man ja auf diesen kleinen Zetteln, die ich euch gezeigt habe, die in diesen Plastiktüten drin sind, man genaue, man gesagt bekommt, man soll es einfach wieder in diese Plastiktüten einpacken und einfach falten und dann könnte man es zurückschicken, glaube ich, dass es verhältnismäßig unkompliziert ist. Ob man dann eben was zahlt, wie viel man zahlt und so weiter, das ist die Frage und das weiß ich leider nicht. Das habe ich auch aber, um ehrlich zu sein, verpasst irgendwie zu recherchieren. Also ich habe jetzt ganz kurz deshalb recherchiert, wie das denn ist oder wäre mit Rücksendungen. Und es ist ein halber Roman. Also das ist schon... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt da bestellen würde und es würde was nicht passen, ich hätte keine Lust, das zurückzuschicken und ich würde es, glaube ich, einfach irgendwie auf eBay, Kleinanzeigen oder in irgendwelchen Verkaufsgruppen oder so irgendwo weiterverkaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das wäre mir viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Da hatte ich keine Lust drauf. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also jeder, der da bestellen wollen würde, wie gesagt, von den Klamotten her, kann ich nur sagen, wer nicht so viel Geld ausgeben will und so weiter oder nicht so viel Geld zur Verfügung hat oder wie auch immer, bestellt da gerne. Und geht vielleicht nicht davon aus, dass die Sachen kleiner ausfallen, als ihr meint, so wie ich. Aber mit den Rücksendungen, weil sonst hätte ich gesagt, so mache ich es ab und zu auch bei Top Vintage oder sowas, wenn ich was bestelle und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich richtig passt, dann bestelle ich es in 2 Größen und die Größe, die nicht so gut passt, schicke ich halt dann zurück und dann ist die Welt in Ordnung. Da muss ich zwar auch Versand zahlen, aber ganz normalen Versand und es ist nicht so kompliziert wie hier und also das ist jetzt so ein Minuspunkt. Also im Endeffekt, was meine Minuspunkte sind. Minuspunkt ist der kratzige Stoff auf jeden Fall hier vom Petticoat. Den mag ich nicht. Die super komplizierten Rücksende-Anordnungen und dieses viel zu viele Plastik bei den Verpackungen. Die Klamotten an sich, die Qualität ist toll, der Stoff ist toll, Preise kann man überhaupt nicht meckern. Es sieht eigentlich auch wirklich schön aus, also es sieht auch vom Schnitt her nicht so billig aus, wie man vielleicht meinen würde. An sich, wenn man nicht vorhat, etwas zurückzuschicken und man nicht ständig, sondern nur ab und an mal bestellt, sodass man sich keine ultimativ vielen Plastikmüllanhäufungen nach Hause holt, würde ich sagen, ist Grace Karen schon mal für alle, die neu sind und nicht zu viel Geld ausgeben wollen, eine Bestellung auf jeden Fall wert. So, und das war es dann eigentlich auch mit diesem Video. Ich hoffe, es war so ein bisschen informativ und für jeden, der überlegt hat, bei Grace Karen zu arbeiten, Und für jeden, der überlegt, mal bei Grace Karen zu bestellen, probiert es gerne aus. Wie gesagt, wenn ihr das mit den Rücksendungen auf euch nehmen wollt, dann tut es. Wenn nicht, dann verkauft es halt einfach irgendwo weiter. Wenn es euch nicht passt, dann ist es halt so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mal bei Grace Karen bestellt habt, ob ihr Erfahrungen gemacht habt oder auch mit diesem Belle Poke und was eure Erfahrungen waren. Was haltet ihr davon? Informiert mich gerne und sagt mir auch, was ihr von diesem Video gehalten habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video. Jeden Mittwoch und Sonntag gibt es etwas Neues hier auf meinem Channel rund um Vintage, Lifestyle, Beauty etc. pp. Alles, was mit Vintage zu tun hat. Und dann bis dann, ihr Lieben. Tschüssi!